Und hiermit herzlich willkommen zu Alan Wake 2. Falls ihr Alan Wake 1 noch nicht gespielt oder gesehen habt, holt das unbedingt nach. Das ist ein sehr, sehr gutes Game. Und wir werden um Spoiler leider nicht drum rumkommen, also auch im Intro. Ansonsten, ich denke mal, dass man das Spiel auch so genießen kann. Und ich erzähle so ein bisschen was dazu, was ich noch aus dem ersten Game weiß. Und dann gehen wir auch einfach direkt rein. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. So ein nice In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. So eine unglaublich dichte Atmosphäre, ich liebe es. Show me. Oh Gott, ey. Die Grafik ist... Oh mein Gott. Also es ist mal ein etwas anderer Charakter, den wir hier spielen. Und schön nackig. Wir sind hier gerade aus dem, soweit ich das verstehe, aus dem Cauldron Lake entstiegen. Also dem Vulkansee. Wieso wir allerdings nackt sind und in der Nacht hier aufwachen. Oh. Ja gut, wenn ich jetzt so einen... Wenn ich so einen nackten Typ hier nachts durch den Wald laufen sehen würde, von oben bis unten Schlamm gedeckt, würde ich vielleicht auch nicht stehen bleiben, ich weiß nicht. Also die Grafik ist echt unglaublich, ne? Und ich spiele nicht auf den höchsten Einstellungen, weil mein PC schon ein bisschen älter ist und es sieht trotzdem unglaublich gut aus. What? Oh Gott. What? Alter. Der Sound ist auch so unglaublich gut, ne? Rechts, links, rechts, links. Super Bass. Also es ist halt wie in einem Film komplett krass. Ist das eine Hütte? I don't like it.
Oh, nee, 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 ich hab noch was vor. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nee, 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 nee. Nein, nein, ciao, Leute. Nee, nee, nicht mit mir. Nee, nee. Oh nein. Oh nein, Hilfe. Nein. Cool. That didn't work. Hemingway. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. What the fuck? Alter, das ist so crazy. Alter. Das ist so ein unglaublich gutes Intro. Ich weiß nicht. Hey, kiddo. Wenig How Spiele are you? gesehen mit so einem krass I'm guten good, Intro. Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. Wow, die Kleine. Just Ist nicht deine Schuld, dass die Leute alle umbringen. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. no spoilers. I'll Ja. let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. Ich glaube, das ist ein bisschen selbstreferenziell hier mit I No love you Spoilers und This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. es sieht alles so gut aus. Logan thinks you should try cheering up. Guck, wie gut das aussieht. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Die Synchro ist auch unglaublich gut. Oh Gott, wie gut das gemacht ist. Here we are. Cauldron Lake. Und auch so ein bisschen True Time to Detective get to Vibes. work. Aber allgemein so regnerisch, dunkel, Wald, Berg, See, Hütten. Das A ist, deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Einladung. Die Font ist so in die Fresse, ne? You're the one who wanted... Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot.
Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Das ist so gut, ey. Die Gespräche sind so gut. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ganz kurz, die Untertitel sind auf Deutsch, das Audio ist auf Englisch. Nicht, weil das deutsche Audio nicht gut ist, aber ich habe das gestern angespielt, das Game. Und es sind noch Fehler drin. Also manchmal im deutschen Audio, auf einmal reden die eine Zeile Englisch, dann wieder Deutsch, dann wieder Englisch. Also ich hoffe, da gibt es einen First-Day-Patch, aber deshalb habe ich jetzt die Sprache auf Englisch gestellt, weil ich hoffe, dass die funktioniert. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Boah, Before we liebes- get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Hier würde ich mir auch eine Hütte hinbauen. Also sie meint gerade, wir sollen die... The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Sie hat ja schon angesprochen, dass das hier der Mind Place ist, ähnlich wie Mind Palace. Ich glaube, das ist aus Sherlock, ne? Kann das sein? Ich glaube, das wurde mal erwähnt. Ich kenne das aber auch aus Heavy Rain, falls euch das Spiel was sagt. Und ich finde, dieser Teil des Spiels hat auch sehr starke Bezüge zu Heavy Rain. Da konnte man nämlich auch bei einem der Officers in seinen Kopf gehen, sozusagen. Und dann in seinem Kopf hatte er einen Schreibtisch und alles und konnte die Sachen reviewen. Also wir haben hier die Fallakte, die Morde am Cauldron Lake. Kann man hier auch reinzoomen, sich alles anschauen. Die Opfer. Also es gab jetzt 3 Morde hier. Und die Opfer haben nichts gemeinsam, außer dass sie seit 2010 als vermisst gemeldet wurden. Ted Lane, Wendy Davis und Percy Wolf. Vor 2 Wochen gefunden. Todesursache war die Wunde auf der Brust. Einige Organe fehlen. Raubtier, Fragezeichen. In einem Erdloch begraben. Die Mordmethode. Da gibt es geringe Unterschiede nur. Aufblähung ist eine Gemeinsamkeit, aber nicht die Todesursache. Die Todesursache ist... Das sieht man hier leider nicht, wegen der deutschen... Es muss nur alles ein bisschen angepasst werden. Flecken auf Handgelenken und Beinen. 2 der Opfer hatten blaue Flecken, wurden sie gefesselt oder festgeschnallt. Haben wir ja gerade im Intro gesehen, das kann sehr gut sein. Das letzte Opfer starb an einem schweren Thoraxtrauma. Genau wie das Opfer 2018. Aufgrund des Zustands sehr leicht schwer zu sagen. Also ins Herz, also den Brustkorb aufgeschnitten sozusagen. Und Profil des Mörders. Ach, der hat sie postmortem tätowiert. Und so wie die getötet wurden, das ähnelt einer Tierschlachtung. Also vielleicht I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. vielleicht Let's ein head down the Jäger. hill to the crime scene. So, und der Erkunder, der ich bin ich hier natürlich gleich mal in die andere Richtung gelaufen. Ich glaube, hier ist Hey, noch Casey. irgendetwas. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a
Better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Das ist immer dasselbe. Das ist mein letzter Fall und dann kommt der schlimmste Fall, den du jemals hattest. Mirror Peak. Der majestätische Berg in der Ferne ist der Mirror Peak, das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wider. Also ja, es sieht unglaublich schön aus. Es sieht wirklich unglaublich schön aus. Sogar in relativ kleinen, niedrigen Grafikeinstellungen. So, wir müssen ganz runter. Aber wir machen einen kleinen Umweg. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ist auch so cool, wie das gemacht ist, dass sie halt ihm Bescheid sagt. Ey, ich gehe noch kurz. Und dann bleibt er halt, wo er ist. Und dann kann man eben ein bisschen rumlaufen. Es ist so gut gemacht einfach. So echt. Es kommt alles echt rüber. Mortar Falls. Dieses gewaltige Naturereignis weckt den Geist genauso wie die Natur in der Umgebung. Das aufgewühlte, brodelnde Wasser am Fuße des Wasserfalls ähnelt einem Mörser und Stößel, wie ihn die Hexe von Cauldron Lake benutzt haben soll, um durch den nächtlichen Himmel zu fliegen. Ich weiß nicht genau, wie man mit Mörser und Stößel durch den Himmel fliegt, auch als Hexe. Das ist vielleicht eine komische Übersetzung, ich bin mir nicht ganz sicher. Gott, es ist so schön hier. Und hier, aha. Das sieht doch aus wie Easter Eggs hier auf dem Boden. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Was steht hier? Mein Papa sagt immer, wenn es hart auf hart kommt, dann legen die Starken los. Nicht sicher, wo die Starken loslegen, aber vielleicht findest du es inspirierend. Also mit diesen Schnipseln, die wir gerade gefunden haben. Wir gehen jetzt wieder in unser Mind Palace. Hier gibt es übrigens auch eine Landkarte. Die wird aber jetzt noch nicht angezeigt. Und hier hinten kann man seine Waffen verbessern. Und das können wir mit diesen Schnipseln, die wir gerade gefunden haben. Also es lohnt sich da mal ein Auge aufzuhalten. Also hier, dass man Autofeuermodus, mehr Kugeln, irgendwie besser die Gegner treffen und so weiter. Können wir aber jetzt noch nicht machen. Es gibt auch ein Menü hier im Game. So ähnlich wie man das so aus Resident Evil Spielen oder so kennt. Wo man schnell hier die Waffen und alles auswählen kann. Aber gehen wir mal wieder zu unserem Kumpel Casey. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. So geil, wie sie miteinander reden. Damn. Should have brought an umbrella. Auf I jeden like Fall. the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Also dieser Casey auf der Lunchbox, das ist aus dem ersten Game ein fiktiver Detektiv aus einem Buch, was Alan Wake geschrieben hat. Das ist also so ein kleiner Hinweis auf Alan Wake oder auf das erste Game. Hey! Da ist er. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ah, sieht alles so cool aus. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down That's so psycho cool. serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring?
He's choking. Let's just see this body, shall we? Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Also sie fragt sich, ne, Ritualistic. passt dieser Mordfall zu den anderen Mordfällen, weswegen wir jetzt hier sind? Wanna start by inspecting the body, Anderson? You know, I never seen the FBI investigate a murder victim before, except in the movies. Hallo? Irgendwie hat es nicht funktioniert, glaube ich. Ah, okay, jetzt kann ich hier die Mordakte zu ihm rausnehmen und hier an die Wand hängen. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Also hier untersuchen wir sozusagen die Beweise, die wir gefunden haben. Im Wald in der Nähe von Bright Falls wurde eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob der Fall mit den Morden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Übereinstimmung mit den Morden? Fragezeichen. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Und dann immer, wenn wir einen Beweis haben, dann stellen wir uns Fragen darüber. Also wieso ist das in Bright Falls? Was hat das mit dem Cauldron Lake zu tun und sowas? Wer hat sie da gelassen? Und dann, wenn wir verschiedene Sachen finden, Lunchbox am Wasserfall, Aussichtspunkt, dann können wir damit diese Fragen beantworten, indem wir das da draufklicken. Also dahin tun, wo es hinpasst. Der Verfasser lässt diese Notiz zur Inspiration zurück. Sind sie wirklich für mich bestimmt? Und so kann man dann nach und nach so erfährt man halt nach und nach mehr darüber, was passiert ist. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Also es gehört ja alles zur Leiche. Übereinstimmung mit vorherigen Morden. Finde Beweise. Und die haben wir hier. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Also ja, sie schließt, ne, es passt, gehört alles zusammen. Mord stimmt mit vorherigen Fällen überein, Tat wurde unterbrochen. Vielleicht finde ich diesmal etwas. Also die Sachen hier stimmen alle überein, sind aber ein bisschen anders. Ja, und jetzt geht es halt darum, Infos über die Mörder oder auch über das Opfer noch zu finden. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Ich glaube, das Spiel hat eben sehr viel mit Heavy Rain zu tun auch. Aber ich glaube, es gibt zwei, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube eben, es gibt so 2 Sachen. Dieses
investigative und dann wahrscheinlich nachher auch so ein bisschen mehr so Action-Horror, wo man gegen die Gegner kämpft. Ich glaube nämlich auch, dass man einen Teil mit ihr hier... Darf ich? Saga, darf ich reden? Dankeschön. Wo man, also man spielt glaube ich auch, also teilweise mit ihr, teilweise aber auch mit Alan Wake. Also... Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Genau, also wir haben jetzt Bier gefunden und so weiter. Also war es halt mehrere Fußspuren. Passt zu den Mördern, es war nicht nur eine Person. Für später, dann können wir das hier jetzt noch nicht anbringen. Stativ, zurückgelassene Kühlbox und Stativ. Was he killed here or brought here after? For display. Tja, das wissen wir noch nicht. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Da haben wir auch Infos, also wir können die auch über So you knew our Reden victim. bekommen. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Was ist 2010 geschehen? Ich glaube, die Ereignisse in Alan Wake 1 spielen 2012 oder so. Ich weiß es aber So nicht what mehr ehrlich happened to gesagt. Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale, das gehört jetzt zum Opfer, schätze ich. Ich traue Cases Einschätzung, unser Opfer war offenbar psychisch labil. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Okay, wir haben noch nicht alles an Beweisen gefunden anscheinend. I'll be back in a second. Roger. Ah, warte, vielleicht in einer alten Akte muss ich noch irgendwas machen. Large amount of blood on the table. Ah, The here we victim go. died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Okay, wir haben hier noch das Blut, starke Blutspritzer. Die Mörder, ich weiß nicht, ob das dazu gehört. Ja, doch. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Quite the party. Vorsätzlich oder spontan, also mit dem Bier und so sieht das ja nicht spontan aus.
They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Why here? Why now? Right here. Right now. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Also sie kann jetzt auch noch mal in sich gehen und dann versuchen zu verstehen, was da passiert. Und das macht man hier am Tisch. Das Profiling. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Es ist so gut gemacht. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Woher sie das weiß, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das werden wir noch rausfinden. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist. Aber warum jetzt nach 13 Jahren? Wo war er all die Zeit? The Im lake See? is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Ich kann die Karte noch nicht benutzen. Da kommt vielleicht noch eine Intro dazu oder so. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Ah, Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. so, ich glaube, wir haben jetzt die Karte gefunden. Die finden wir auch hier in unserem Mind Palace. Genau, und wir wollen hier runter zum Wasser, glaube ich. Ach so, der Lake ist hier. Das hier ist... Auf jeden Fall müssen wir mal da runter. Okay, jetzt kann ich die Karte auch mit M aufrufen. Lots of answers for us to find. Das ist cool, wenn ich laufe, fängt er auch an zu laufen. Richtig nice. Oh, da kann man hoch. Sekunde, Anderson. Sekunde. Ah, nee, ich bin Anderson. Sekunde, ich glaube, er heißt Smith. Casey Smith. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Hier ist eine Hütte, eine alte. Vor allem, wir heißen Anderson. Ich sag nur Mr. Anderson. Und er heißt Smith. Ne? Also, wer versteht, was für eine Andeutung das ist, gerne in die Kommentare schreiben. Oh. Wir haben Batteriepack gefunden. Also, wie im ersten Teil wird es hier auch sehr viel um Taschenlampen gehen, glaube ich. Oh, Notizbuch. Freitag. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagte, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in der großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Wer will schon in diesem Kaff versauern? Sonntag. Ich habe es gesagt. Sie hat nur Danke gesagt. Ein echter Tiefschlag. Montag. Gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt es wieder wie sonst nur von hier aus zu beobachten und herumzusitzen. Scheiß drauf.
Jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich werde herausfinden, was. Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg ins Innere des Gebäudes. Dann mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. Es wäre natürlich interessant, diese Fotos zu finden. Okay, hier liegen irgendwelche Schrauben und so weiter rum. Da kann ich nicht hin. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Ich weiß, dass die Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach daran, dass Alan über uns wacht. Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Wacht Alan über uns? Alan Wake? Passiert das hier alles wirklich? The Witch's Hut. Hier lebte die Hexe vom Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Das wäre natürlich auch interessant. Oh, Alter. Wieso ist die da gerade so reingestürmt? Oh Gott. Ach du Scheiße. Also für ein Hexenhaus ist das schon ein bisschen übersichtlich, muss ich sagen. Ist hier gar nichts. Oh, ich hätte gern diese Hütte, ey. Es braucht aber noch. Es ist kein Kamin drin. Das wundert mich ein bisschen. Ein Paddel. Ein paar Schädel. Okay, komm, wir gehen mal wieder zurück zu unserem Kumpel. Der vermisst uns bestimmt schon. Welcome back, Anderson. Cauldron Lake. I didn't know trees got that big. Das ist schon ordentlicher. Creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. A witch with no heart. A Ach, das ist strange echo rausgeschnitten, of ja. owl murder. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein. Oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel einer Hexe war. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallen gelassener Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Das ist der Baum, von dem Casey gerade gesprochen hat. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen. Wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war, so war sie es jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautet zumindest die Legende. Also sie hat ihn umgebracht, in den See geworfen, sein Herz rausgeschmissen, in eine Kiste gepackt und dann mit dem Herz ihn wieder aus dem See rausgeholt. Aber wieso hat sie ihn aus dem denn wieder rausgeholt? Sie hat ihn doch umgebracht und da reingeschmissen. Oh. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Der kommt einfach aus einem Baum raus, der Mann. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Das hört Page of sich a doch, story. das hört sich doch nach einem gewissen Message. Autor an. It's for us. The text is about us. Oh boy. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words.
These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Was haben wir jetzt? Die Spuren von Nightingale? Er ist durch einen Felsen hindurchgegangen, das macht keinen Sinn. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Eine Sackgasse. Das Lesen der Worte dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Das ist das, was wir gerade eben gelesen haben. Hier steht halt immer, wenn wir noch weitere Sachen gefunden haben, das ist ganz gut, weil man sonst, glaube ich, etwas die Übersicht verlieren könnte. Ah ja, wir haben noch eine Lunchbox gefunden, die kommt dann wahrscheinlich hier dazu. In der Notiz wird Alan erwähnt. Alan Wake, Fragezeichen. Was zur Hölle ist das? Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Manuskriptseiten. Das ist das, was gerade vorgelesen wurde, ne? Und dann haben wir noch Infos hier. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Anstatt seines Herzens haben die was I da must find out what. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen wühlen, ne? Manchmal muss man sich in dem Job halt auch die Finger schmutzig machen, ne? Das gehört dazu. Warte, wie kommen wir zurück? Einfach wieder ganz nach oben laufen. Ja, so eine kleine Jogging-Session durch den Wald ist irgendwie auch schön, ne? Ah, so schön, auch mit dem Licht und allem. Oh, das sieht so gut aus. Ich habe das Gefühl, dass der Weg hinunter viel länger war. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ach so, ja. Wie? Kann ich das nicht rausnehmen? Dann sollten wir mit ihm reden, oder? Was war das Ziel? War doch jetzt, das Ding aus ihm rauszuholen. Ah, hier liegen die Manuskriptseiten. Ich glaube nicht, dass hier noch was war. Ah, doch. Nightingale verbirgt etwas in sich. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ah, now we can. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ah, here we go. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure.
but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it Tierfest. myself. Das and Hirschfest, wer Sheriff kennt es Baker nicht? called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Wie gut das auch gemacht ist, dass er zuerst auf die eine Seite guckt, weil er nicht weiß, wo der Schlüssel ist, und dann guckt er auf die andere Seite. Das... Ah, Gott, ey, Games sind mittlerweile so gut geschauspielert, so gut gemacht, so echt. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. Ja. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ja. Wir schauen uns erstmal noch ein bisschen um. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Das sieht aus wie so Jurassic Park. Dahinter sind Dinosaurier. Dahinter sind T-Rex. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Ja, das hat nur so semi Aha, hier ist ein Weg. Okay, da geht's zurück zur Leiche. Oh, hier ist noch Stuff. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Verwirrt, dann folge diesen Schritten. Hände waschen, Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen, ein Nickerchen machen. Also lauter verschiedene Symbole. Das erinnert mich auch an True Detective, die erste Staffel. Ja, da hängt noch so ein Symbol. Oh, nimm die Axt. Können wir die Axt nehmen? Was liegt hier? Professional irgendwas? Keine Ahnung. So, schön Taschenlampe anmachen. Oh, da ist schon mal ein Symbol. Aha, das ist schräg. Dreieck, Dreieck. Oh. Dreieck runter, Dreieck runter. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Hey there, Mr. Deer. Das ist cool. Ich nenne auch... Oh, hier ist noch ein Symbol. Ja gut, jetzt wird es langsam verwirrend. Ich nenne die Tiere auch immer überall Mr. Huhn, Mr. Entenmann. Was gibt's noch? Da ist noch ein Symbol. Schon wieder das Schräge. Da ist noch eins. Ja gut. Übrigens, falls du es bis hierhin geschafft hast, ich streame auch. Das müsste unten verlinkt sein. Und on Stream werde ich das Spiel auch spielen. Also, falls du das hier siehst und Interesse hast, das live zu sehen, eventuell, check gerne mal unten meinen Twitch-Link aus. So, hier sind überall Symbole. Und ich glaube, hier gab es eine Notiz, ne? Confused, follow these steps. Hände waschen, Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen, Nickerchen machen. Übrigens, das Rätsel habe ich gestern schon mal kurz gemacht. Nicht, dass ihr denkt, boah, der ist voll gut. Wir gehen unsere Hände waschen. Oh, das schräge Dreieck-Dreieck-Symbol. Dann holen wir das Hühnchen. Das senkrechte Dreieck-Dreieck-Symbol. Und dann Nickerchen machen. 2 Pfeile nach rechts und links. Schräg, senkrecht, horizontal. Schräg. Senkrecht, horizontal auseinander. Juhu. Oh, was haben wir? 9 mm Patronen und... Was war das nochmal? Ich glaube zum Heilen. Oh,
Don't take anything if you aren't one of the trees. Nehmt euch nichts, wenn ihr nicht zu den Bäumen gehört. Ja, das nehmen wir nicht so genau, ne? Hoppala. Ach da, Traumakissen. Haftbandage stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Okay. So. Hey, es ist so schön hier. Ich will dort auch Urlaub machen. Aber ohne mein Herz rausgeschnitten zu bekommen. Anderson. Hey Junge, ich bin hier am einen Fall am Aufklären. Was hast du gemacht? Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Oh, da ist wieder was. Was ist das denn? Kommunikationsdingi? I want to walk around for a minute. You know where to find me. Property of the FBC? Weiß ich genau, was das ist. Hier liegen wie so wieder There's another Ostereier. lunchbox. We are all in this together, hero. Have a heroic day. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. We are all in this together. Ich kenne das nur über Freunde. Ich habe leider... Ich glaube, das ist... Ist das High School Musical? Ich bin ein paar Jährchen zu alt für High School Musical. Ich habe das damals nicht mehr geguckt. Aber über sehr viele Freunde habe ich so ein Can't paar... fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ja, aber das hätte er ja nicht... Also man hätte das Herz ja nicht rausnehmen müssen, um da was zu hinterlegen, das wir dann finden. Boah, Alter, hier gibt's ja 3 Wege. Hier liegt doch was. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Oh, die Vöglein, guck, wie süß die gemalt sind. Die seltensten Wildtiere im pazifischen Nordwesten. Ich habe es endlich zum Cauldron Lake geschafft. Mit der passenden Ausrüstung und meinen Talenten war der Zaun leicht zu überwinden. Nächstes Ziel, der seltene und schwer zu findende Orangenfleck-Waldsänger. Es ist zwar schon ein bisschen spät in der Saison, aber hoffentlich kann ich ihn noch erspähen, bevor er seine Reise in den Süden antritt. Ich habe merkwürdiges Verhalten bei den Vögeln in der Umgebung festgestellt. Sie wirken aufgeregt und schwärmen um den See herum. Es sind keine Raubvögel in der Nähe. Allerdings trägt der Wind einige seltsame Geräusche heran. Nichts, was ich wiedererkennen oder erklären könnte. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Platz suchen, der sicherer ist. Die Geräusche kommen immer näher. Bin ins Landesinnere gezogen. Das Laub ist unglaublich. Ich muss im Herbst wiederkommen. Ich musste einfach eine Skizze von diesem prächtigen Bergahorn anfertigen. Allein wie die langästige Bartflechte herunterhängt, deshalb sind Bäume besser als Menschen. Ah, ja. Apropos, ich habe vorhin einen Trunkenbold durch den Wald torkeln sehen. Hat sich ziemlich seltsam verhalten. Vielleicht war er auf Drogen. Ich habe jedenfalls Abstand gehalten. Ich sollte mir wohl einen anderen Platz suchen. Wie lästig. Nachdem ich diesen verrückten Kerl gesehen habe, beschloss ich, den Ort wieder zu wechseln und ein Stück den Berg hochzugehen. Ich habe einen fantastischen Aussichtspunkt zum Zelten gefunden, aber ich bin mehr an diesem Alaska-Zwiebelgras interessiert. Es breitet sich zwar stark aus, ist aber essbar und überraschend lecker. Vor etwa 10 Minuten habe ich ein paar Wölfe oder Wildhunde gehört, doch sie klingen seltsam. Tollwut vielleicht? Ich will los, aber die Sonne geht unter und mein blödes Telefon ist tot.
Ich werde mich im Zelt verstecken und hoffen, dass sie verschwinden. Etwas stimmt hier wirklich nicht. Ich fange auch an, Geräusche hier zu hören. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. A triangle. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie es auf Deutsch übersetzt war. Aber der englische Witz war super. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Hat da jemand einen Ast in die Mülltonne geworfen? Vielleicht hat der Ast sich auch selber in die Mülltonne geworfen. I'll be back in a second. Roger. Ach, hier ist unser Kumpel. Okay, ist hier noch Folgt told irgendwas? me we're shipping the body out. We'll take care of that for you. Don't you worry about that. Proper police work. You can trust us like you can trust the, That was beautiful, Thornton. You can trust us like you can trust the... Ich weiß ja nicht, wie sehr ich denen vertrauen soll, dass sie die Leiche da sicher hinbringen. Welcome back, Anderson. Mein Gott. Jetzt lass mich doch mal ein bisschen machen, Smith. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich Smith heißt. Er heißt Casey. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Welcome to Bright Falls. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. So, hier sind wir wieder. Nach einer Stunde an Problemen. Ich hätte gern sein Kostüm und diesen Kaffee. Und zum Dierfest würde ich auch gerne gehen. Oh dear. Cute. Guckt euch diesen Diner mit dieser Hintergrundkulisse an. Gibt es was Schöneres? Ich will hier auch Kaffee trinken. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Der hat so Style, der Mann. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Ja, gib Agent mir auch Saga mal einen. Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Ja, Kaffee und Kuchen würde ich Casey, jetzt you auch compare nehmen, notes ne? with the sheriff. Um meine Nerven zu Take your beruhigen. time. So, die beiden reden ein bisschen, trinken Käffchen und ich mache hier die Arbeit. Ah, ihr seid also die Excuse me. Bookers, ne? I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not Scream charging into you. pillows. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? Ja, mitten in der Nacht. I'm a so, writer. True crime. We're here True from New crime. York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details.
Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives weren't enough. Die Gesichtsausdrücke sind so krass gut, ne? They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree." The cult of the tree. The cult of the tree. And then we found out. The whole thing was Die haben was gefunden und sie hat Sch gesagt. That's all. Sie hat ihn Sie hat ihn Sind wir beim richtigen Fall gerade? Ja, ne? Nee. Die Bookers sprachen von mehreren Angreifern. Profil des Mörders. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Aha, Fall The cult of the abgeschlossen. tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Ja gut, wenn es nicht nur ein I'll Mörder need ist, to start das a new ist file. schon eine wilde Sache. But it's my first cult case. Exciting. Sie ist so glücklich einfach. Der Kult des Baumes. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Sie macht auch sehr gerne neue Ordner auf. Sie könnte doch auch alles in einen tun. Ach du Scheiße. Okay, wir haben Kultziel. Wer ist involviert und welche Art von Kult? Hier haben wir erstmal die Maske. Ach, ja. Hä? Hier ist Masken. Ach, die Art von Kult. Kultpsychologie. Okay. Ah, das haben wir schon gelesen. Ah, hier können wir profilen. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Wer Culty flüstert Lake. ihr das alles? Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Es ist immer noch Dings hier, Hausfriedensbruch. Ja, ja. Nicht mit mir. Ich kann hier gar nichts machen gerade. Ich kann doch hier nichts tun. Also. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Evidence. Sie ist auch so, what the fuck? Told you not to keep Mein Gott, hier, nimm doch. Das ist so geil, die Gesichtsausdrücke sind so gut gemacht. Wie sauer sie ist, dass sie das hergeben muss. This could prove to be helpful. Do me a favor. Oh, die Stick kennen around wir town for doch. now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. Was ist passiert? How Geht's are Tammy you? gut? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Auch da, die Gesichtsausdrücke so Rose. krass. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned.
Boah, das wird sehr schnell, sehr... That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ist so Twin Peaks-Style. Oh, die Geigen im Hintergrund. Oh. Hello. Ja. Hello! Hello! Wer hat dir Hello gesagt? Hast du das? Hello! In welcher Inbrunst? How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on So, it too much. Rose, help me out. Ja, How do you Rose, think erklär we uns know das each nochmal. other? We all know each other around here. Ja, das ist It's schlecht been a while, erklären. but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Oh Gott, ich weiß schon ganz genau. Irgendwann verfolgen wir einen mit einer Hirschmaske und dann kommen all die Leute hier und dann versteckt er sich zwischen den Leuten, dann wissen wir nicht, wer es ist. Well, Casey, I got a 100% wird lead. das passieren. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of A the tree, murder Sheriff? Only cult. the urban legend. In the Fuck. woods at night, the cult will get you. Der ist so, ey, das ist mein letzter Fall. Willst du mich wirklich verarschen? Ein Mörderkult? Played some D&D back in the day. Wizard was I always my played favorite some class. D&D. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Ich hab so ein Hemd wie der. The more the merrier. So, Sheriff, komm, Hey, wir what do haben you know keine about Zeit. that waitress from the diner? Rose? Ja. Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my Das name. ist schon creepy, It dass was sie all das very gesagt hat. weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Oh, wie cool sie auch rückwärts dann läuft und so und trotzdem zu ihm guckt. Es wirkt alles so natürlich, die Bewegungen. Es ist so unglaublich gut. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all Was prepped. haben wir hier? I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oha, danke schön. I'll be right Oh, with this you, is the Bright sir. Falls Sheriff Station. Yep. Anything you Just need, here to just pay my ticket. let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. So we After share a you. morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Also der Gerichtsmediziner, der ist nicht nur in dieser Stadt, sondern der macht seine Arbeit auch in anderen Städten, weil hier wenig Morde passieren anscheinend. Something about morgues. They always cheer me up. Und der ist nicht da, deshalb müssen wir das jetzt machen. He's joking. Müssen wir mal selber die Hände dreckig machen, ne? Soll ich jetzt vorgehen, oder was? Okay, Oh, da ist unser let's take a Kumpel. look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Also Cause of Death, er hat There's zumindest kein writing Herz on mehr. here. Can't make it out. Ach, die haben das Herz tätowiert. How'd they manage that? Okay. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Ja, weil als wir mit ihm gespielt haben, in der Intro, da sah er ja ganz normal aus. Und jetzt ist es so aufgebläht, als wäre er This looks like text. seit Tagen im Wasser gelegen. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha.
They did leave something inside his chest. Untersuchung von Nightingale, das ist eine Time to see what eigene... Nightingale's body can tell us. Eine eigene... Nicht Akte, aber... Ein eigener Faden. Er kriegt seinen eigenen Faden. Sieht so aus, als hätte sich Nightingale gewehrt, bevor sie ihn fesseln konnten. Laut Blutergüssen lebte das Opfer, als es gefesselt wurde. Zeitlinie passt nicht zur Aufblähung. Ach so. Ja, das macht echt keinen Sinn. Also so, als wir gespielt haben, war er nicht aufgebläht. Dann wurde er gefesselt, getötet. Und wir haben ihn aber jetzt aufgebläht gefunden, als hätte er danach... Als hätte er danach erst im Wasser gelegen. Wie, was ist das denn? Verschmierter Text. Ach so. Ist das eine Art Tattoo? Sie ist völlig verschmiert und unleserlich? That's not right. Ach so, oben sind die Tattoos. Okay, jetzt check ich's. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Also, völlig verschmiert und unleserlich? Haben die Mörder auf das Herz geschrieben? Wie? Ich kann es nicht lesen. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Das schauen wir uns jetzt mal an. Die Todesursache ist eindeutig Thorax-Traumata, also das Öffnen des Brustkorbs. Ursache der Aufblähung unbekannt. Dann holen wir das mal raus, das Ding, ne? Lecker. Oh, was? Mit der Hand? Mit der Hand? Schon mal was von Kontamination gehört? Was macht sie? Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Alter. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. Wo haben sie die denn gefunden? I have them right here. No, wait. Hä? Sheriff? What the hell? What? Oh, Scheiße. What the fuck is happening? Alter, was zur Hölle? Didn't see her. Could not see into bright light. Er kann nicht im Hellen sehen. Alter, das ist so creepy. He's coming. No weapon. Oh yeah. The page said to get into the light. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der sieht mich echt nicht. Ah, jetzt habe ich eine Oh.
can't see me in the light. I'll get you. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Hemingway brought you here. He vanished. What the hell? Denkt sie sich. Alter, das war crazy. Das war crazy, Alter. Oh, ist voll gut, die Musik. Oh Mann, ey, ich erinnere mich, das ist Ende des ersten Kapitels, glaube ich. Und bei Alan Wake 1 gab es auch zwischen den Kapiteln Musik. Alter, das ist so gut, ne? Die ganze Atmosphäre. Auch das hier, man ist so hineingesogen in diese Geschichte. Es ist so, als würde ich ein Buch lesen, als wäre ich in dem Buch drin. Es ist so dicht. Der Song auch, passt voll dazu. Es ist alles so... Oh Gott, ich liebe es. Übel krass. Oh, ich spüre den Drop. Er kommt. Haha, geil. Oh, ich lieb's. Dark. Follow you into the 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 dark. Ey, wie kann man dieses Spiel nicht lieben? Okay, man kann das Lied überspringen, mache ich nicht, das ist zu geil. Even this place. Ich werde dieses Lied auf Dauerschleife hören nachher. Das ist so schön. Capture you. Das ist auch geil, der ganze Text ist ja richtig so auf das Game ausgelegt, ne? Boah, ich hoffe, es gibt keinen Copyright-Strike. To the dark. Follow you into the dark. I follow you into the dark. Follow you into the dark. Follow you into the dark. Alter, ey, ich hoffe, das Spiel geht so weiter, wie es angefangen hat, ne? Das ist perfekt. Das Intro, also ganz am Anfang, der Intro-Trailer sozusagen, dann das Intro, was wir gespielt haben, unglaublich geil. Dann alles irgendwie, dieses langsame Forschen ist zwar langsam, aber macht mega Spaß, ist super interessant, alles unglaublich schön gemacht, extrem detailliert alles. Und jetzt auch wieder so plötzlich einfach, wir sind da ganz ruhig und dann plötzlich, bam, steht der auf und du bist sofort voll in der Action. Der Sound ist super dicht. Du hörst, wie dieser Typ da so richtig krass rumläuft. Du hörst so diese Schritte, bam, bam. Wie er diese Frau in der Ecke umbringt und dann so, oh mein Gott, der kommt jetzt und will mich töten. Es ist alles so krass gut gemacht. Shit.
He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. Er hat das nicht mitgekriegt, natürlich. What the hell Ne? is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of Scheiße. this. Vor allem, wie erklären wir denn jetzt den anderen Polizisten, was passiert ist? Shit. Und der war mega korrekt, der Typ. Wir müssen gucken. Können wir noch ihr helfen hier? Ne, ist auch tot, ne? Shit. Wie hat er sie umgebracht? Alter. Wie er hier durch das Fenster geguckt hat. So krass geil gemacht, wie das Gesicht verzerrt war und alles. Mega. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Find the way into the overlap. Finde heraus, wo Nightingale hinging. Rede mit Casey. Wir wurden von einem Toten angegriffen. Jetzt bin ich echt gespannt, was er dazu sagt. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Supernatural. Now we can figure out a way forward. Wie ist es nochmal? Winchesters Familienauftrag, das Böse jagen. Wie geht's? Ich kann's nicht auswendig, leider. Caro schreibt es sehr gerne nochmal hier in die Kommentare hier unten drunter. Alle Supernatural-Fans dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Ist schon krass, wie, das ist so ungewöhnlich, weil er ihr glaubt. Typisch für das Genre wäre eigentlich, dass er ist bewusstlos geschlagen worden, sie erzählt das und er glaubt ihr nicht. Also das, für das Genre, das ist so, was man meistens so mitkriegt. Und hier ist er gleich so, yo, okay, ich hab's halt gesehen und ich glaub's, weil ich hab's ja gesehen. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Saga musste Nightingale verfolgen. Okay, das ist das, was wir gehört haben gerade eben. War zurück am Cauldron Lake. Er war ebenfalls dort ein Besessener. Das ist eine falsche Übersetzung, glaube ich. Laut der Seite kehrte Nightingale zum Cauldron Lake zurück und er ist jetzt ein Besessener. Der Übergang, was? Die Seiten ergeben keinen Sinn. Also das ist crazy. Wir müssen also vielleicht wirklich in diese andere Welt. Zu dem Bösen. Okay, hier steht alles, was wir gerade bekommen haben. Radio? Sag, das ist das Lied. Alter, das... Ah nee, oh nein, wieso läuft das nicht weiter? Nee, das soll weiterlaufen. Nee. Oh nee, das soll doch einfach hier im... Warte, das muss doch gehen. Oh nee, wieso geht das nicht?
dieses Lied ist so gut. Also bei Lies of Pi kann man also Lies of Pi sind Souls-like, was ich gerade spiele. Da kann man die Musik laufen lassen, die man findet. Also da findet man auch so verschiedene Platten. Die kann man aber dann sozusagen in so einem Speicherraum wie hier, kann man die Musik einfach laufen lassen und weitermachen. Was richtig, richtig, richtig nice ist. Da hatte ich hatte letztens... Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Da hatte ich auch letztens einfach das Game im Hintergrund laufen. 2 Stunden lang, weil ich die Musik so gut fand. Ein paar Batterien, sehr gut. Can't be opened on this side. Ist er gerade über irgendwas drüber gefallen? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso glauben die uns einfach? Aber gut. Ich meine, irgendjemand schreibt uns, was wir machen müssen und was passiert. Von daher, vielleicht sind die ja auch... That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean? The sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, God, that's so geil. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that. Aber sie glauben uns trotzdem. Alter, die beiden sind so lustig. Es hat eine richtig gute Mischung hier aus lustig und... Ja, okay. Hätte ich nicht probieren müssen, ne? Mal sehen, was wir hier noch finden. Warte, was zum Heilen, glaube ich, ist das. Und Munition. Sehr nice. Ich liebe es, wenn man dafür belohnt wird, ein bisschen rumzusuchen. For sale, Coffee Cup. Mascot-Kostüm. Ey, ich will das Maskottchen. Das Kaffeemaskottchen ist verkauft für $50. Can't open this with my bare hands. Na, shit, wir haben aber nix. Ich verstehe nicht. Wir gehen da rein, zu 5. Kommen zu 2 raus. Einer fehlt, 2 sind tot. Die lassen uns einfach gehen. Also selbst wenn das meine Polizistenfreunde sind, wenn die zu 5 in den Raum gehen, dann nachher kommt... Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. What the hell? You've only had a tour guide, also. It's bear season. Was ist das denn? Oh no, a bear. Help. Help. Oh no. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why
At Koskela Brothers Adventure Tours, we say, Ich bin hier in einem "Fuck the Fiebertraum. government." Was zur We Hölle? have bolt cutters. Oh wow. Das ist ein You think verdammter of everything Fiebertraum, and dieses we'll Spiel. take you anywhere. Hiking through the scenic Wie Elderwood geil National sie Park. laufen. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Oh mein Watching at Gott. Majestic Mirror Peak. Der Vogel! A tour of Wow. a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Ich will dieses Oh Dear Diner Coffee. Alter, das ist True Detective und Twin Peaks gemischt mit, keine Ahnung. Das da war auf jeden Fall an Chuck Tester angelehnt. Könnt mal bei YouTube Chuck Tester eingeben. Dann versteht ihr, was ich meine. Ach du meine Güte. Und hier sind alle so, ja, lalala. Ja, wir haben Schüsse gehört. Ist irgendwas passiert? Nö. Achso, ja, doch, 2 eure Kollegen sind tot, aber ey, Daily Business, ne? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. How many times do we have to do this, Walter? Aha. I'm at my wit's end with you. Wo ist denn der Client? I want out. Something bad's going down. I can feel it. Sag es mir. Let me out. Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? You can sit here and stew for a while. Ah, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier jemand sitzt, von dem ich etwas erfahren kann. Das ist schade. Hoppala. I can't get through this. Erstmal gucken, ob hier auch sauber gemacht wurde. Ich weiß, dass einer von euch das Toilettenpapier klaut. Ich habe nachgezählt und jeden Tag fehlt eine ganze Rolle aus dem Lager. Diebstahl wird hier sehr ernst genommen. Das ist eine Polizeiwache, verdammt nochmal. Irgendwann werde ich dich auf frischer Tat ertappen und dann fliegst du hier raus. Das verspreche ich dir. Was für eine Schande du bist. Okay. Komm mal wieder runter, Junge. Mein Gott. So, ist hier noch ein bisschen Toilettenpapier, das ich mitnehmen kann? Komm, wir haben zu Hause nichts mehr. Okay. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. Der ist mir We verdächtig. can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Oh, was haben wir hier? Ein Gartensale oder was? Rollover? Mayor Sutter won't roll over. Aha. Mayor Seto won't roll over on the issues. Ah ja. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. Ja, ist ja schon gut. Ich komm ja schon. Leute, mein Gott, chillt mal. Ich muss mich noch davon erholen, dass wir gerade 2 Kollegen verloren haben. Und wir chillen einfach so. Ja, lalala. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Oh, hoppla. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Uh-huh. He was chasing a writer, Alanwake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office.
Cold Case Casey. Murder Case Casey. Ach, das ist er halt wirklich. Das ist nicht Zufall, dass der so heißt. Same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, das ist der Typ. Alan Wake schreibt das. In the mail. Fragments of prose describing murders. Das ist ja kein Zufall. Stories about what happened in New York. Some of it at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. Oh, die Dreiecke. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Also er war einem Mörderkult in New York auf der Spur und die haben die Morde aus Wakes Büchern nachgemacht und sie dachten, sie können so Wake zurückholen, weil Wake ja verschwunden ist vor 13 Jahren. Und als er das hier dann gesehen hat, war er so, oh, das kann damit zu tun haben. Bam, das Herz. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Oha, was ein Moped ist das? Great. This area is supposed to be close to the public. So viel dazu. No motorized vehicles. Immerhin hält er sich daran. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Sie ist halt sehr offen all diesem Übernatürlichen gegenüber. Aber trotzdem skeptisch. Also irgendwie kaufe ich ihr das ab. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Was ist hier los? Hello there. How are you folks doing? Ja, ich stehe schon vor dir, Alter. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Ach, das ist einer von den Videos. Impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Ja, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt so viel erzählen kann. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? Oh, guck, wie schön. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. Auf jeden Fall gestanden. Sauna der Wichter. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Boah, da bin ich dabei. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Federal Bureau of Control, das ist doch aus einem anderen Spiel. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. Das ist Control, What das can Spiel, you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Wieso sage ich ihm, dass meine Mutter den Pulli gestrickt hat? How do you know? I knew it.
My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all I've got for the moment. Und dann dreht er einfach den Rücken zu. So, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Let's get to the murder site, Casey. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Vielleicht wurde er aus der Geschichte schnell ausradiert. Das könnte ich mir vorstellen. Er wurde einfach ausradiert und dann zack war er weg. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Ja, gut. We've seen this symbol before. Good eye. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen in die Richtung. Aha, Fußspuren. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. Just in Casey? I'll radio you. Warte, wo gehen die Fußspuren denn hin? Da? Da? Die sind voll schwer zu sehen. Habe ich meine Waffe jetzt? Ja, okay, nice. Oh. Das wurde jetzt aber schnell gruselig hier. Okay, ich kann da hoch. Kann ich hier hin? Ja. Warte, wo sind die Fußspuren? Ja, die Fußspuren gehen hier hin. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? What? I can feel something. Oh God. A presence. Nightingale isn't far. Oh Gott. Alter, übertreib. Lass mich in Ruhe. Ich weiß halt nicht, wie ich die Taschenlampe richtig einsetze, ne? Wie benutze ich die Taschenlampe richtig? Was ist das? Bin ich schon hier gekommen? Nee. Ach, das ist das Schild von der Hexe. Okay, okay. Also ist hier der Baum. Oh. What is that?
Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Oh shit, Leute. Muss ich hier irgendwas jetzt machen? Fußspuren, wo ist Nightingale hin? Das passt ja dazu. Die waren vorhin noch nicht da, Nightingale ist hier entlang gekommen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Cool Ziel. Hätte ich es nicht mit einen Augen gesehen, würde ich es nicht glauben. Ich muss der Sache nachgehen. Es muss eine Erklärung dafür geben. Cool Psychologie. Cool Symbole. Wie sie. Ach, du Idiot. Ach. Hatten wir nicht irgendwo die Kultziele? Wasser. Sein Mord passt zu dem anderen Opfer. Warum wurden sie nicht auch zu Monstern? Nightingale wurde auch zu einem Monster. Ach so, die anderen wurden nicht zu Monster. Stimmt. Schreiben Teil des Rituals. Den Opfern wurde Text tätowiert. Eine Manuskriptseite im Inneren gefunden. Die Schrift hat hier eine besondere Bedeutung. Komme ich hier jetzt nicht weiter? Wie? Ach, das Graue hier. Ah, vielleicht kann ich hier drum rumlaufen. So rechts rum muss ich irgendwie. Was ist das Rote? Ich bin mir nicht sicher. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Achso, ja gut, das habe ich ja jetzt schon per Zufall rausgefunden eigentlich. Ach, Fernsehen, jetzt kann ich mir die Sachen auch anschauen. Oh Gott, wie witzig, ey. Nightingale ging durch den Baum zu einem anderen Ort. Das ist wahrscheinlich hier Nightingale. Ich verstehe nicht ganz, wieso hier noch so ein My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap.
Witches hat, da waren wir doch vorhin. Das ist hier hoch. Wieso kommen da Steine runtergerollt? This is the witch's hut. Anderson. Ah, da war was. Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Hä, aber hier ist doch nicht mal ein Licht. Also... Ich verstehe es nicht so ganz. Ist ja nicht mal ein Licht drin. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hier hin muss, aber... Na okay, hier kann ich auch nicht weiter... Oh, was haben wir hier? Nice! Lass mich mal kurz... Die Sicherung war in ihrem Platz. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. Zwischen dem Gerümpel im Wald. Im Inneren ein heilsender Gegenstand, die Saga auffiel. Wo finde ich das denn? Also im Wald ist ja eine relativ... Nightingales Spur führt zu einer... Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe, but for something more to be revealed as well. Okay, die muss halt in der Nähe von Witch's Hut sein. Ich weiß nicht, was alles als die Nähe von Witch's Hut zählt. Warte, ist hier nicht der... Ja, ich wollte gerade sagen, der General Store. Oh, Licht. Okay, ich heile aber nicht in dem Licht wie... Oh, eine Sekunde. Schmerzmittel. Stellt eine kleine Menge an Gesundheit wieder her. Stellt eine beträchtliche Menge. Okay. Also ne, wir heilen uns ganz normal. Also ganz normal unter Anführungszeichen. Kann ich die nicht nehmen?
Warte, was ist das? Auf einem Tisch? Hier muss ich doch irgendwo eine Sicherung finden können. Hier, das sieht nach Elektrik aus. Come on. Das wollte ich jetzt nicht machen, sorry. Montag, 3.9. Verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Dienstag, nichts zu berichten, ein paar Tiere wie immer. Mittwoch, nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer? Ich habe ein paar Schüsse gehört, nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben wir noch ein blaues Wunder. Ich habe das Gefühl, ich bin zu weit weg. Ich glaube, ich hätte das in der Nähe irgendwie finden müssen. Aber im Gerümpel im Wald. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Gott, ey, ich weiß nie, wie ich aus den Dingern rauskomme. Es sieht halt nach außen nach einem Easter Egg aus, so wie die Ostereier hier liegen. Boah, ich habe mich komplett verlaufen, ne? Wo bin ich denn? Ach du Scheiße, ich bin hier. Die Witch's Hut ist hier. Oh Gott, okay. Lauf mal wieder den ganzen Weg zurück. Wahrscheinlich liegt das Ding einfach sofort neben der Witch's Hut. Hoppala. Oh. This fuse is busted. Wie, kann ich die nicht benutzen? Wirklich? Ich finde mitten im Wald eine Fuse und die ist dann kaputt. Ah. This one looks good. People should really stop littering, though. Warte, hatten wir das hier nicht gelesen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich war hier bei meinem allerersten Probieren vom Game. War ich hier schon. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Ich weiß, dass die Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach daran, dass Alan über uns wacht. Ja, das ist so ein... Oh Gott, ey. Ich drücke mal den falschen Knopf.
Ellen wacht über uns, ja. Ah. Jetzt kommt eins zum anderen. Thermoflasche, schnell speichern, manuelles Speichern. Here we go. Jetzt können wir auch richtig speichern. Crazy. Another page. Making progress. Das Essen, der Kaffee. Geil. So. Und damit beenden wir das angespielt. Wie gesagt, ich spiele dieses Game gerade auf Twitch. Also ich livestreame das. twitch.tv/NeoDarko. So wie hier auch. Habt einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag. Wie auch immer. Ich habe jetzt einen schönen Abend. Bis dann. Und vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ciao.